Man hat uns beigebracht, die Antarktis sei leer. Nur Eis, nur Wind, nur Weiß. Falsch. Die Antarktis ist ein System, ein Archiv, eine strategische Zone, ein Kontinent unter Eis und vielleicht der wichtigste der Zukunft. Willkommen bei Knowledge Beyond. Unter der gefrorenen Kruste liegen Gebirge, höher als die Alpen. Mehr als 200 Seen, seit Millionen Jahren vom Licht abgeschnitten. Und tief darunter schläft Feuer. Über 100 Vulkane wurden bislang entdeckt, einige aktiv, einige verborgen unter Kilometern Eis. Und über diesem Kontinent haben sich die mächtigsten Nationen der Erde auf etwas geeinigt, das es so sonst nirgendwo gibt. Der Antarktis-Vertrag von 1959. Ein internationales Abkommen, das militärische Nutzung verbietet und territoriale Ansprüche einfriert. Er gilt auf unbestimmte Zeit. Zentrale Schutzregelungen des 1991 beschlossenen Umweltschutzprotokolls können jedoch ab 2048 überprüft und neu verhandelt werden. Warum schützt man einen ganzen Kontinent? Was liegt dort, das so wertvoll ist? Was schlummert unter 4 Kilometern Eis? Und warum sind die mächtigsten Staaten der Erde längst dort präsent? Ein Kontinent unter Eis, unter Vertrag, unter Beobachtung. Schauen wir uns die Antarktis von oben an. Sie ist etwa 14 Millionen Quadratkilometer groß und damit größer als Europa, der 5. größte Kontinent der Erde. Unter dieser Oberfläche liegt genug Süßwasser, um den Meeresspiegel weltweit um über 50 Meter ansteigen zu lassen. Städte wie New York, Shanghai, Mumbai, Hamburg oder Amsterdam würden in ihrer heutigen Form nicht mehr existieren. 98% ihrer Fläche sind von Eis bedeckt, im Durchschnitt fast 2 Kilometer dick. An der mächtigsten Stelle erreicht der Eisschild eine Dicke von rund 4.800 Metern. Doch trotz dieser gewaltigen Eiswelt ist die Antarktis die größte Wüste der Erde. Hier fällt weniger Niederschlag als in den heißesten Wüsten unseres Planeten. Sie ist die trockenste Region der Erde. Geografisch teilt sie sich in Ost- und Westantarktis. Getrennt durch das transantarktische Gebirge, eine gewaltige Barriere aus Fels, die zwei klimatisch und geologisch unterschiedliche Systeme voneinander trennt. Doch unter der scheinbar glatten Oberfläche liegt eine Landschaft, die kaum jemand gesehen hat. Gebirgsketten, tiefe tektonische Becken, Verwerfungen, Druck. Das Vincennes-Massiv ragt fast 4.900 Meter empor, fast so hoch wie der Mont Blanc, nur gefangen im ewigen Eis. Und dann ist da Mount Erebus, 3.794 Meter hoch, der südlichste aktive Vulkan der Erde. Sein Gipfelkrater misst rund 500 Meter im Durchmesser. Im Inneren brodelt einer der wenigen permanenten Lavaseen unseres Planeten. Feuer, das selbst bei minus 40 Grad nicht erlischt. 1979 ereignete sich hier einer der tragischsten Vorfälle der Antarktisgeschichte. Ein neuseeländischer Sightseeing-Flug kollidierte im Tiefflug mit den Hängen des Mount Erebus. Alle 257 Menschen an Bord kamen ums Leben. Große Teile des Flugzeugwracks wurden geborgen und untersucht. Einige Trümmerreste befinden sich bis heute am Unfallort. Und Mount Erebus ist nicht allein. Über 100 Vulkane liegen unter dem Eisschild verborgen. An der Küste stürzen die Blood Falls in die Tiefe. Ein eisenhaltiger, rot gefärbter Wasserstrom, der aus dem Taylor-Gletscher austritt. Dieses Wasser stammt aus unterirdischen, salzhaltigen Seen, die durch geothermische Wärme flüssig bleiben und färbt das Eis wie eine offene, blutrote Ader, ein eindrucksvoller Kontrast zur weißen Eiswüste. 1983 wurden an der russischen Vostok-Station minus 89,2 Grad Celsius gemessen, der kälteste Wert auf unserem Planeten. Gleichzeitig fegen katabatische Fallwinde vom Hochplateau herab und erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometer pro Stunde. Eine eisige Macht, die die Landschaft unaufhörlich formt. Hinzu kommt, dass die Antarktis keinen normalen Tag-Nacht-Rhythmus kennt. In weiten Teilen des Kontinents folgen auf Monate mit permanentem Licht Monate völliger Dunkelheit. Doch selbst in dieser extremen Umgebung pulsiert Leben. Entlang der Küsten und im Südpolarmeer
leben heute schätzungsweise rund 12 Millionen Pinguine. In riesigen Kolonien, die sich über ganze Küstenabschnitte erstrecken. Robben gehören ebenfalls zu den prägenden Bewohnern dieser Gewässer, mit Populationen, die je nach Art und Region in die Hunderttausende gehen. Diese Tiere sind nicht zufällige Besucher, sie sind integrale Bestandteile eines komplexen Ökosystems, das von dem unglaublichen Reichtum des Südpolarmeers profitiert und uns zugleich zeigt, wie widerstandsfähig und verwundbar dieses System zugleich ist. Und dann beginnt die eigentliche Unsichtbarkeit. Unter der Eisdecke wurden über 200 subglaziale Seen entdeckt. Der größte, Lake Vostok, fast 250 Kilometer lang, fast 50 Kilometer breit, fast 1 Kilometer tief. Vergraben unter fast 4 Kilometern Eis, seit Millionen Jahren isoliert. Und dennoch existiert dort Leben, Mikroorganismen, die in absoluter Finsternis und unter extremem Druck überleben. Unterhalb des Eisschildes existiert zudem ein Netzwerk aus Flüssen. Der längste bekannte subglaziale Fluss erstreckt sich über rund 600 Kilometer. Diese verborgenen Wassersysteme beeinflussen die Stabilität der Eisschilde und damit den Meeresspiegel der Welt. Dieses Wissen entsteht nicht aus Vermutungen, es wird gemessen. Mit Radar- und Gravimetriemessungen aus speziell ausgerüsteten Flugzeugen. Mit Helikoptern, die Sensoren über das Eis ziehen. Mit Satelliten, die minimale Höhenveränderungen erfassen. Mit Eisbohrkernen, die bis zu 800.000 Jahre alte Atmosphäre konservieren. Doch neben Klima und Wissenschaft gibt es einen weiteren Faktor. Unter dem Eis könnten bedeutende Rohstoffe lagern. Geologische Untersuchungen deuten auf mögliche Vorkommen fossiler Energieträger wie Erdöl und Erdgas hin. Auch Kohle, Eisen, Kupfer, Nickel, Platin, Gold, Chrom oder Titan werden vermutet. Konkrete wirtschaftlich bestätigte Lagerstätten existieren bislang nicht. Die kommerzielle Nutzung von Bodenschätzen ist durch das Umweltschutzprotokoll des Antarktisvertrags derzeit verboten. Allein das potenzielle Vorhandensein erklärt jedoch, warum internationale Präsenz hier strategische Bedeutung besitzt. Und diese Präsenz ist längst Realität. Heute sind über 30 Staaten in der Antarktis aktiv. Doch einige Akteure prägen den Kontinent besonders deutlich. Die USA betreiben mit der McMurdo-Station das größte logistische Zentrum der Antarktis. Von hier aus werden Forschungsprojekte koordiniert, Landebahnen betrieben und Versorgungsrouten gesichert. Weiter südlich liegt die Amundsen-Scott-Südpol-Station, ganzjährig besetzt, direkt am geografischen Südpol. Ein Ort, an dem Wissenschaft unter extremsten Bedingungen stattfindet. Russland ist mit mehreren Stationen vertreten. Die bekannteste ist die Vostok-Station. Sie gilt als einer der entlegensten und extremsten Forschungsorte der Erde und als Schlüsselpunkt für Klimaforschung, Geologie und Tiefeneisbohrungen. China baut seine Präsenz seit Jahren systematisch aus. Mit Stationen wie Great Wall, Songshan und neueren ganzjährig nutzbaren Einrichtungen verfolgt Peking eine langfristige Strategie. Moderne Infrastruktur, eigene Eisbrecher, Satellitenanbindung. Hier wird nicht kurzfristig gedacht, sondern in Dekaden. Hinzu kommen Länder wie Deutschland, Australien, Großbritannien, Frankreich, Chile und Argentinien. Viele davon mit historisch gewachsenen Stützpunkten entlang der Küsten. Unterschiedliche Flaggen, unterschiedliche Interessen, aber alle mit permanenter Präsenz. Das ist keine Zufälligkeit, das ist Positionierung. Denn die Antarktis ist kein Randgebiet. Sie ist ein Stabilitätsfaktor des globalen Klimas, ein gigantischer Speicher von Süßwasser, ein sensibler Regulator von Meeresströmungen und Wetterextremen. Was hier geschieht, wirkt weit über den Kontinent hinaus. Schmelzende Eisschilde verändern Küstenlinien. Ozeanzirkulationen beeinflussen ganze Wirtschaftsräume. Und politische Entscheidungen von heute legen die Machtachsen von morgen fest. Noch ist der Abbau von Rohstoffen verboten. Noch schützt das Umweltschutzprotokoll des Antarktisvertrags diesen Kontinent. Doch ab 2048 können zentrale Regelungen neu verhandelt werden. Was passiert, wenn dieses Verbot fällt? Wenn wirtschaftlicher Druck auf Klimaschutz trifft? Wenn Präsenz zu Anspruch wird? Die Antarktis ist kein leerer Fleck am Ende der Welt. Sie ist eine gefrorene Entscheidung. Und vielleicht ist die entscheidende Frage nicht, was dort geschieht,
sondern wer dort bleibt, wenn es ernst wird. Schreib uns in die Kommentare, wird die Antarktis Schutzraum bleiben oder zum nächsten geopolitischen Spielfeld? Wenn du mehr solcher Orte verstehen willst, Orte, die leise über unsere Zukunft mitentscheiden, dann abonniere Knowledge Beyond.